Plädieren trotz Bedrohung oder doch eher Bedrohung wegen Plädierens? Der 48. Verhandlungstag im Untreueprozess gegen Dr. Rainer Füllmich begann und endete mit einem Paukenschlag. Seit einigen Prozesstagen schildert die Verteidigung der Kammer mehrere Bedrohungslagen, denen sie sich ausgesetzt sieht. Sie besteht auf der Einvernahme einer Zeugin, die Gewaltfantasien und Anzeigeoffensiven einer die Verurteilung herbeisehenden Trollgruppierung belegen kann. Zumal sie ihren Angaben zufolge von dieser Gruppierung selbst instrumentalisiert werden sollte. Der Vorsitzende beschwichtigte die Verteidigung damit, dass sie im Gericht sicher sei. Dies trotz der Anwesenheit eines Mitglieds der Trollgruppe, welches der Zeugin persönlich sagte, dass er, ich zitiere, Rainer noch im Gerichtssaal sterben sehen möchte. Als Aufklärer der ersten Stunde hat man Freunde wie Feinde. Doch kann eine Feindschaft bis hin zu Todeswünschen gehen? Und wie absurd ist es überhaupt, jemanden den Tod zu wünschen, wenn es doch nur um Geld geht? Handelt es sich hier um einen Einzelfall oder gibt es eine organisierte Bedrohungslage? Nachdem die Zeugin inzwischen selbst bedroht wird, schützt diese Reportage ihre Identität. Kleiner Erwartungs-O-Ton vorneweg. Ja, ich bin natürlich gespannt, wie heute mit der Bedrohungslage umgegangen wird. Es spitzt sich ja doch ein wenig zu. Und wenn hier Personen reinkommen, die im Prozess beobachten sind oder irgendwie beteiligt sind und sich dann schon fürchten müssen, dass sie ein wenig angegangen werden, ist das keine gute Geschichte. Das hat ein wenig von, sagen wir es mal so, die Öffentlichkeit wird hier sowieso oder wurde hier zeitweise ja sehr zurückgedrängt. Und es sollte viel durch das schriftliche Verfahren viel nicht nach außen dringen. Es wird auch alles nicht ernst genommen, was jetzt gesagt wird. Auch eben das Geld, was hier gespendet wurde. Die Spender sind ja alle Unterstützer des Maßnahmenkritikers gewesen. Und es scheint so für mich das Aussehen zu haben, als werden weder die Spender ernst genommen, noch die Öffentlichkeit, die es interessiert und vielleicht bedroht wird, noch die Verteidiger, die einen Maßnahmenkritiker verteidigen. Auch die werden nicht ernst genommen, wenn sie in der Bedrohungslage sind. Und das finde ich sehr kritisch. Sehr. Herr Rechtsanwalt Simond, was steht heute an? Tja, Frau Jaworski, schönen guten Tag erstmal. Ja, was steht heute an? Heute stehen verschiedene Dinge an. Wir haben eine Zeugin, die wir unbedingt vernehmen lassen wollen. Die muss unbedingt gehört werden, weil es hier um die Bedrohungslage für die Verteidigung geht. Wenn es um die Bedrohungslage der Richter oder Staatsanwälte ging, dann wäre sie schon längst gehört worden. Die Beweisanträge aber auf Vernehmung wurden ja abgelehnt, schon mehrfach. Ja, das mag ja durchaus sein, dass das so ist, aber gleichwohl werden wir darauf beharren, dass sie gehört wird. Denn wir sehen einfach eine Bedrohungslage und jeder, der hier aus dem Hater-Chat hereinkommt in den Gerichtssaal und dort sitzt, wird von unserer Mandantin als potenzielle Bedrohung empfunden. Und deswegen muss dagegen agiert werden, auch von Seiten des Gerichtes. Es muss sicherstellen, dass sowohl die Zeugen als auch die Verteidigung hier völlig angstfrei agieren können. Okay, haben Sie eigentlich den Beweisantrag gestellt, die 20.000 Spender zu vernehmen, oder war das reine Provokation? Na, ich würde das Gericht auch niemals provozieren wollen. Nein, das war sehr ernst gemeint, denn es geht ja hier um das Geld der Spender. Denn die Spender haben das Geld gegeben und nicht ein Dr. Justus Hoffmann oder ein Antonia Fischer. Niemand von den beiden hat hier Geld gegeben, außer den 125 €, die sie in die Kasse der GUG eingezahlt haben. Ich frage mich allerdings, in welche Kasse, weil ich bis heute kein Konto gesehen habe. Hier in diesem Verfahren sind es ja die Adhäsionskläger, die Anzeigengestatter, die ja diesen Vermögensschaden geltend machen wollen. Ja, dass sie den Vermögensschaden geltend machen wollen, kann ich verstehen. Sie haben ja sogar versucht, noch 700.000 € bei Viviane Fischer zu holen. Wenn man den Chat verfolgt hat, den ich in meinem Plädoyer vorgetragen habe, können wir sehen, wes Geisteskind Dr. Justus Hoffmann in dem Bereich ist. Dass ihm alles relativ egal ist, was rechtliche Rahmenbedingungen angeht, Ansprüche, die sich so stellen. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir hier über das Geld der Spender entscheiden müssen. Also muss man die Motivationslage der Spender erfragen und nicht derjenigen, die sich hier das Geld holen wollen, obwohl sie an den Aufklärungstätigkeiten so gut wie gar nicht teilgenommen haben. Wie ich ja auch bewiesen habe. Nicht? 20% im vorletzten Jahr und im letzten Jahr gar nichts mehr. Und es ist eine Despektierlichkeit gegenüber den Spendern, dass man hier einfach nur über Gelder spricht, die eigentlich den Mitgliedern der sogenannten GUG, also der Vorstand GUG, überhaupt nicht gehören. Weil nach meinem Verständnis gibt es kein Vermögen dieser GUG. Und das heißt, hier geht es nur um Spendergeld. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier einmal anfängt, sich auf das Niveau dieser Aufklärungsbewegung zu begeben. Momentan ist das Gericht nur noch auf dem Niveau dieser Hafenanwälte. Aber es muss einfach mal das Pferd wechseln. Denn hier geht es nicht um das Geld der Hafenanwälte. Hier geht es um das Geld der Menschen aus dem sogenannten Widerstand.
Und Justus Hoffmann hat es ja ganz klar gesagt. Er hat ja gesagt, was der Widerstand von mir denkt, das ist mir sowas von egal. Und auf dem Niveau habe ich das Gefühl, denkt auch das Gericht. Ja, dass der Widerstand ihm vollkommen Wurst ist. Und das ist genau der Punkt. Es ist so, dass wir mittlerweile wissen, dass dieser Widerstand, den man jahrelang belächelt hat, mit allem, was er gesagt hat, recht hat. Und deswegen habe ich auch das nochmal in meinem Plädoyer erwähnt. Das ist ganz wichtig. Ja? Das, was hier passiert ist ein Verbrechen. Ein großartig angelegtes Verbrechen. Großumfänglich, weltweit ein Verbrechen. Und das wird in keiner Weise honoriert, weil die Menschen, die darüber urteilen sollen, bei diesem Verbrechen mitgewirkt haben. Ob mittelbar oder unmittelbar, spielt überhaupt keine Rolle. Sie sind auf jeden Fall auf der Seite derjenigen, die hier dieses Verbrechen initiiert haben. Und sie sind nicht bereit, das Pferd zu wechseln. Und das ist etwas, was mich entsetzt. Welche Erwartungen haben Sie am heutigen Tag? Ja, nach meiner Auffassung müsste jetzt alles eingestellt werden. Allerdings wird es wohl noch 2 Plädoyers geben und ein Schlusswort von Herrn Dr. Füllmich, wobei ich nicht sicher bin, ob da heute die Zeit reicht, weil ja freitags immer um 12 Uhr geschlossen wird. Frau Rechtsanwaltin Wörmer, was können wir heute erwarten von Ihnen? Wir haben eine akute Bedrohungslage. Nach wie vor? Ja. Ja, also erstmal ist jetzt die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil die Katja Wörmer eine gewisse Sache besprechen muss, wegen Bedrohung, sagt sie. Aber es ist sehr heftig, dass jetzt der Richter so meines Erachtens noch mehr sein wahres Gesicht zeigt, wie er hier das nämlich ganz schnell zum Abschluss bringen will, indem er jetzt sämtliche Ermahnungen ausführt, die er der Verteidigung wohl gesagt hätte im Dezember oder Januar schon, und hat das alles schön protokolliert, so wie ich das verstehe, zumindest sich das notiert, und meint jetzt der Katja Wörmer das Wort nur zu erlauben bis 12 Uhr Mittag, so habe ich das verstanden, also das Wort plädieren zu dürfen, so habe ich das verstanden, und dann wohl nicht mehr. Also das ist, man merkt, jetzt werden die Zügel hier einfach extrem angezogen. Klar, der Richter hat jetzt erstmal nach 238 Absatz 1 StPO hat er natürlich eine gewisse Sitzungsmacht und kann das einfach beschließen. Jetzt hat die Katja Wörmer noch einen Befangenheitsantrag dagegen gemacht. Der wurde dann befristet, den zu stellen, also bis spätestens 25. März den zu stellen, also schriftlich. Also ich sehe da schon, dass es hier angezogen wird. Ich meine, die Wahrheit steht ja schon längst im Raum. Jetzt, was der Edgar Simon hier, das Plädoyer und von Christoph Misery, das ist halt ein Kampf, ne? Gerichts, das ist ein Kampf, das ist nicht nur irgendwie, deswegen, wie sagt Trump, fight, fight! So, und so machen wir das hier, auch als Prozessbeobachter bringen wir es an die Öffentlichkeit. Es bleibt weiter spannend, ja. Ja, wir sind gerade alle ziemlich ein bisschen geschockt, wie jetzt hier die prozessualen Gefechte ausgefochten werden. Es wird also jedes Mittel ausgeschöpft, und man kann natürlich auch so ein bisschen jetzt gucken mal auf den Vorsitzenden. Er hat zumindest gesagt, dass es seine Person betrifft und er gewisse Entscheidungen getroffen hat. Mag ein Hinweis sein, wie die Kammer sich insgesamt vielleicht aufstellt. Weiß man nicht, ist ein Rätselraten, aber wir sind jetzt erstmal ausgeschlossen, weil Katja Wörmer noch in aller Eile eine sofortigen Lösung eines Beweisantrags gestellt hat, wobei es offenbar um eine Bedrohung geht. Darf ich Sie fragen, was ist denn eigentlich Ihre Meinung dazu? Sehen Sie das anders? Anders als wer? Als vielleicht die Mehrheit hier im Gerichtssaal. Weiß ich nicht. Ich habe mich. Also ich bin aus Göttingen und bin aus Interesse einfach hier. Ja, haben Sie diesen Fall schon mal verfolgt? Oder sind Sie das erste Mal hier? Okay, das ist jetzt doch ein kleiner Sprung, oder? Zwischen Anfang und jetzt. Was ist so Ihr Eindruck von dem Verfahren jetzt, was sich hier sich abspielt? Können Sie das irgendwie einschätzen? Nein. Können Sie da die Worte finden für diese Situation gerade? Ja, das eskaliert jetzt extrem. Christoph Misery ist gekommen. Er hat auch gesagt, er ist später gekommen wegen der Bedrohungslage. Er hatte eine Morddrohung gestern, wurde angespuckt. Und jetzt ist es so wie ich das sehe, die Katja ist völlig gesundheitlich auch und fühlt sich bedroht und hat Tränen in den Augen. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie es eskaliert. Der Richter hat ja keine Rücksicht, nichts. Aber wir warten mal ab. Noch nicht, ne. Ich bin ein bisschen verwundert. Was dazu sagen, nachdem Sie namentlich genannt wurden? Ist es richtig, dass der Satz so aus Ihrem Mund kam, dass Sie Rainer Füllmich tot auf dem Boden sehen möchten?
Rechtsanwalt Siemel, können Sie das kommentieren, was hier jetzt gerade sich abspielt? Ich glaube nicht, dass das momentan der richtige Moment ist, dass ich einen Kommentar abgebe, aber ich sage Ihnen so viel. Das Gericht zeigt einfach keinerlei Regung. Die Bedrohung des Verteidigerteams, die sich ja jetzt gerade eben beim Kollegen Dr. Miseré gestern Abend manifestiert hat, indem in der Öffentlichkeit angespuckt wurde mit Bezug auf diesen Fall hier, zeigt also keinerlei Regung, das Verteidigerteam in irgendeiner Weise in Schutz zu nehmen. Das heißt beispielsweise dafür zu sorgen, dass zwei identifizierte, nach Auffassung meiner Kollegin Wörmer, identifizierte Personen, die im Gerichtssaal sitzen und sich hier auf 2 Meter oder 3 Meter genähert haben, dass diese aus der Sitzung entfernt werden und auch hier einen Platzverweis erhalten. Nichts dergleichen passiert. Auch die Staatsanwaltschaft, die dafür eigentlich zuständig wäre, rührt sich nicht. Und das zeigt mir einfach, dass es gewollt ist, dass die Verteidigung in diesem Fall behindert wird. Und zwar durch staatliche Organe und nicht durch Privatpersonen. Und das finde ich geradezu erschreckend, dass wir schon so weit sind. Danke. Da ich jetzt schon mehrere Strafprozesse als Öffentlichkeit verfolgt habe, muss ich sagen, es wird nicht die Würde des Menschen an erster Stelle gewürdigt. Hier speziell ganz schlimm. Frau Henning, können Sie noch mal zusammenfassen, was heute hier passiert ist? Ja, wir hatten ja heute Morgen die Situation, dass Frau Wörmer noch mal auf die Bedrohungslage angesprochen hat, die sich noch weiter verspitzt hat oder zugespitzt hat. Es ist wohl in dem Chat dann auch irgendwie eine Nachricht gewesen, dass da einer dabei ist, der sagte, er würde den Rainer gerne tot im Gerichtssaal sehen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der Rainer auch eine Schutzweste heute angehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war so. Frau Wörmer hat darauf hingewiesen, dass sie in dieser Situation sich wirklich bedroht fühlt und das Plädoyer so gar nicht halten kann, weil die Androhung war, wenn sie das weiter äußert, wird sie was auf die Nuss kriegen. Ich meine, das ist nicht gerade nett. Vor allen Dingen, der Richter ging nicht mehr darauf ein. Er hat also einen Antrag auf Ausschluss der 2 Personen, die bekanntlich oder sehr wahrscheinlich im Chat sind, im Saal waren, dass er sagte, naja, Sicherheit wäre gegeben, es wäre ja eine Glasscheibe dazwischen. Nun im Endeffekt kam der Herr Miseré rein und erzählte, dass er vor 2 Tagen tatsächlich tätlich angegriffen wurde. Also er wurde bespuckt und bedroht. Und ja, das hat jetzt das bei Katja Wörmer im Grunde dann nicht leichter gemacht. Und sie hat dann in meinen Augen so einen kleinen Zusammenbruch gehabt. Ihr wurde schwindelig, sie war kreidebleich, sie hatte Tränen in den Augen, ging raus. Und dort wurde sie dann, dort wurde dann hinterher auch Blutdruck gemessen, dass sie, um zu sehen, wie geht's ihr, sie ist dann, hat da gesessen draußen und dann muss man sich vorstellen, da kommt einer der Personen, die benannt wurden, dass sie Drogen ausstoßen und diesem Chat angehören, stellt sich tatsächlich 3-4 Meter vor ihr hin, sodass sie ihn direkt angucken muss. Und so viel zu der Aussage des Richters, es ist ja eine Glasscheibe dazwischen. Also ich kann die Ängste von der Frau Wörmer schon verstehen, ich kann das nachvollziehen. Unter dem Druck kann sie ja keinen klaren Gedanken fassen, wenn sie weiß, wenn ich rausgehe und ich habe das gesagt, was sie nicht wollen, dann begegne ich dem Typen draußen wieder. Das ist ja